Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Episode erzähle ich euch, wie man ganz einfach und mit nur 3 Zutaten zu Hause ganz einfach Hefe selber machen kann. Und das Tolle ist, sie lässt sich jedes Mal variieren und ihr seid nicht an bestimmte Zutaten gebunden. Einige fragen sich jetzt vielleicht, warum sie überhaupt Hefe selber machen sollen. Es gibt diese ja für einige Cent im Supermarkt zu kaufen. Und ja, das stimmt. Auch trotz Inflation, die jetzt ja gerade herrscht. Aber wusstet ihr, dass für die Herstellung viel Chemie benötigt wird und sehr viel Sondermüll entsteht? Von gesunder Hefe kann hierbei wirklich keine Rede sein. Daher nutzen wir die wilden Hefen, die sich überall in der Luft und auf Lebensmitteln befinden. Dann kultivieren wir diese und nutzen sie zum Backen. Das Einzige, was ihr hierbei benötigt, ist Zeit. Oder zumindest eine kleine Veränderung in euren Backgewohnheiten. Was ich damit meine, das erkläre ich euch später. Nun aber zur Herstellung. Ihr benötigt ungefähr 500 bis 700 Milliliter chlorfreies Leitungswasser. Solltet ihr in einer Gegend wohnen, wo es das wirklich nicht gibt, nehmt einfach stilles Mineralwasser. Das funktioniert genauso gut. Es sollte kalt bis warm sein, aber nie wärmer als 40 Grad Celsius. Ansonsten würdet ihr den Hefekulturen schaden. Nun gebt ihr das Wasser in einen vorher heiß ausgespülten, sauberen Behälter. Dazu gebt ihr dann einen Teelöffel Zucker. Dabei ist es egal, ob ihr raffinierten weißen Zucker nehmt, braunen Zucker, Sirup oder Honig. Und die letzte Zutat kommt jetzt noch und schon seid ihr fertig. Es folgt das sogenannte Anstellgut. Da seid ihr komplett frei und könnt selber schauen, was bei euch gut klappt. Bei der angegebenen Wassermenge könnt ihr zum Beispiel 3 getrocknete Datteln nehmen oder einen klein geschnittenen Apfel. Dabei dürfen die Schalen und das Kerngehäuse gerne mit hinein. Oder 1 bis 2 Tomaten, auch gerne einmal schön klein geschnitten. Oder auch eine Handvoll Weintrauben. Die könnt ihr auch so direkt reingeben. Das sind meiner Erfahrung nach die besten Lebensmittel, mit denen es auch am einfachsten und wirklich am schnellsten klappt. Aber ihr könnt genauso gut Gemüse, Kräuter, Samen oder aber auch trockenes Brot verwenden. Denn überall dort setzen sich die Hefen ab und wir bringen sie jetzt einfach in das Wasser. Dort vermehren sie sich dann und durch die Zugabe von Zucker haben sie ein bisschen Nahrung und später nutzen wir dieses Wasser und backen damit. Dieses Hefewasser, so nennt man es, oder auch Fermentwasser, das klingt zwar verrückt, ist aber wirklich sehr einfach lecker und so gesund. Vor allem für Menschen, die das gekaufte Gebäck nicht oder nicht mehr vertragen. Da stellt dieses fermentierte Wasser eine wundervolle Grundlage dar und ist viel bekömmlicher. Das liegt zum einen natürlich an der einfachen und natürlichen Herstellung und zum anderen an den längeren Gehzeiten. Bei der industriell hergestellten Inzuchthefe könnt ihr meistens schon nach 30 bis 60 Minuten Ruhezeit backen. Das funktioniert mit der wilden Hefe nicht. Die Teige hier brauchen mindestens 8 bis 12 Stunden bei Zimmertemperatur. Dafür werdet ihr beim Hefewasser nie einen hefigen Geschmack haben. Das habt ihr wirklich nur bei dieser Inzuchthefe. Doch auch wenn das länger braucht, entsteht hier ein großer Vorteil. Den habe ich am Anfang auch nicht ganz erkannt, aber tatsächlich ist es so, wenn ich weiß, dass ich abends Pizza machen möchte, setze ich diesen Teig vor der Arbeit an. Das geht ja ganz schnell. Ich muss ja nur 3, 4 Zutaten eben zack in die Küchenmaschine. Viele von euch haben die ja auch. Und während die Maschine knetet, kann ich mich weiter für die Arbeit richten. Mein Essen vorbereiten, mein Getränk, alles packen, Zähne putzen, was auch immer. Und den fertigen Teig decke ich dann ab, stelle ihn zur Seite und nach meiner Arbeitsschicht komme ich dann nach Hause und die Pizza kann direkt gebacken werden. Und für die Ungeduldigen unter euch habe ich auch noch einen tollen Tipp bereit. Das geht mir nämlich auch manchmal so. Ihr könnt zu eurem Gebäck auch Sauerteig oder auch Lievito Madre, den milden italienischen Sauerteig, hinzugeben. Damit geht euer Gebäck dann zwischen 3 und 6 Stunden auf. Also ihr habt die Zeit mal locker eben halbiert.
Das mache ich zum Beispiel ganz gerne am Wochenende, wenn wir uns spontan beim Essen anders entscheiden. Oder wenn ich den ganzen Tag keinen Plan hatte, was es abends geben soll und wir dann spontan kurz am Nachmittag entscheiden, Mensch, das gibt es heute. Dann klappt das wirklich richtig gut. Kommen wir aber jetzt zurück zu unserer selbst hergestellten Hefe. Ihr habt jetzt alle 3 Zutaten zusammengemischt. Was passiert dann und woher weiß ich, dass meine Hefe fertig ist? Das ist tatsächlich ganz einfach. Ihr solltet euer fermentiertes Wasser morgens und abends immer gut durchrühren oder schütteln. So wird verhindert, dass sich ungewünschte Mikroorganismen wie Keimhefe oder aber auch Schimmel breit machen. Nach ungefähr 2 bis 4 Tagen bei Zimmertemperatur fängt es an, alkoholisch zu riechen. Und das ist dann der richtige Weg. Ein gutes Hefewasser riecht immer nach seinem Anstellgut und ein wenig alkoholisch. Meistens ist es dann nach 4 bis 8 Tagen fertig und kann zum Backen verwendet werden. Wichtig ist, dass ihr beim Hefewasser das genauso macht wie beim Hefeteig. Wenn ihr das ganz kalt bei euch habt, also was weiß ich, 10, 15 Grad, dann klappt das nicht so gut. Ihr solltet es wirklich warm stellen, wie einen Hefeteig bei mindestens 25, 26 Grad. Jetzt höre ich schon wieder einige aufschreien so, bei uns ist das nie so warm. Ich habe deswegen tatsächlich mir einen Raumthermometer geholt. Den habe ich auch bei meinem YouTube-Kanal immer in der Beschreibung verlinkt. Der ist sehr hilfreich und ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr so einen offenen Kühlschrank habt, also so einen freistehenden Kühlschrank, könnt ihr eure Teige und euer Hefewasser oben drauf stellen. Denn gerade bei elektronischen Geräten steigt die Wärme von diesen ja nach oben und dadurch gehen eure Teige, aber auch euer Hefewasser besser auf, beziehungsweise die Hefe vermehrt sich da schneller. Ist aber beiden das Gleiche. So, und wie gesagt, meistens ist dann euer Hefewasser nach 4 bis 8 Tagen fertig und kann dann zum Backen verwendet werden. Solltet ihr dann zu dem Zeitpunkt, wenn sie fertig ist, keine Verwendung dafür haben, ihr habt keine Zeit oder ihr kommt einfach gerade nicht zu oder habt gar keine Lust zum Backen, dann stellt dieses Hefewasser einfach mit oder auch ohne dem Anstellgut in den Kühlschrank. Und ehrlicherweise muss man noch sagen, dass ein Hefewasser wie ein Sauerteig ist. Das heißt, das erste Hefewasser, was ihr herstellt, ist noch nicht so kraftvoll, entfaltet aber seine Kraft, indem man es regelmäßig auffrischt bzw. füttert. Und das geht jetzt so. Wenn ihr von eurem Hefewasser noch so circa 50 bis 100 Milliliter übrig habt, dann sollte es aufgefrischt werden. Hierzu gebt ihr die verbleibende Menge in ein vorher heiß ausgespültes Gefäß und fügt noch ca. 500 bis 700 Milliliter chlorfreies Wasser hinzu. Danach noch einen Teelöffel Zucker, Honig oder auch Sirup und danach noch ein wenig Anstellgut. Na, kommt euch das bekannt vor? Genau, es sind die gleichen Zutaten wie am Anfang, nur dass noch ein wenig von dem vorherigen Hefewasser mit hineinkommt. Und dadurch werden die Hefekulturen immer stärker. Denn durch das neue Anstellgut kommen ja auch nochmal wieder weitere Hefen hinzu, die die bisherigen Hefekulturen nochmal unterstützen. Und auch diese vermehren sich dann dank dem Zucker. Das Anstellgut, was ihr bei der Herstellung der Hefe benutzt habt, könnt ihr übrigens immer wieder weiterverwenden. Ich püriere es meistens und lasse es dann einfach im Hefewasser drin. Ihr könnt es auch direkt in euer Gebäck geben, wenn ihr da jetzt zum Beispiel Kräuter habt oder aber auch Knoblauch. Das klappt wirklich super einfach. Und hierzu habe ich übrigens auf meinem YouTube-Kanal einige tolle Rezepte, die ihr da nutzen könnt. Schaut doch gerne einmal bei Emma Backt vorbei. Ich freue mich schon auf euch. Und wollt ihr jetzt wissen, wie man mit der selbst hergestellten Hefe backt? Dann bleibt einfach dran. Denn das erkläre ich euch ausführlich in der nächsten Folge. Habt ihr Lust auf mehr bekommen? Dann folgt mir, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. Wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße, eure Emma.